Lektion 1: Hypothekenangelegenheiten. Guten Morgen, Anna. Hast du darüber nachgedacht, ein Haus zu kaufen? In der Tat habe ich das getan. Es ging mir in letzter Zeit oft durch den Kopf. Nett. Nach welchen Hypothekenoptionen haben Sie gesucht? Nun, ich habe nach verschiedenen Kreditarten und Anzahlungsanforderungen gesucht. Das ist klug. Die Anzahlung kann sich wirklich auf die monatlichen Zahlungen auswirken. Exakt. Ich versuche, das optimale Gleichgewicht zwischen Vorabkosten und langfristiger Erschwinglichkeit zu finden. Vollkommen. Schon eine kleine Erhöhung der Anzahlung kann die monatlichen Kosten erheblich senken. Das ist gut zu wissen. Ich muss die Zahlen analysieren und sehen, was für mich am sinnvollsten ist. Ganz gewiss. Haben Sie schon mit einem Hypothekengeber gesprochen, um eine Vorabgenehmigung zu erhalten? Noch nicht, aber das ist definitiv der nächste Schritt. Ich möchte zuerst mein Budget und meine Optionen verstehen. Klingt nach einem soliden Plan. Sie können Sie durch alle Details führen und Ihnen ein klareres Bild geben. Auf jeden Fall. Ich möchte sicherstellen, dass ich eine fundierte Entscheidung treffe, die meinen langfristigen Zielen entspricht. Absolut. Der Kauf eines Eigenheims ist eine große finanzielle Verpflichtung. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Hausaufgaben machen. Stimme voll und ganz zu. Ich freue mich über die Aussicht, möchte aber sicher gehen, dass ich sie richtig mache. Ich bin sicher, du wirst es herausfinden. Gehen Sie einfach Schritt für Schritt vor und scheuen Sie sich nicht, viele Fragen zu stellen. Danke, John. Danke für den Rat. Es ist wirklich hilfreich, das mit jemandem zu besprechen. Jederzeit. Ich freue mich, ein offenes Ohr zu haben oder Ideen zu besprechen, während Sie sich beim Kauf eines Eigenheims zurechtfinden. Toll, das kann ich dir sagen. Es ist immer gut, einen Resonanzboden zu haben. Hört sich gut an. Halte mich auf dem Laufenden, wie es läuft. Ich setze auf dich. Lektion 2: Balanceakt zwischen Beruf und Privatleben. Hey Anna, du siehst etwas gestresst aus. Alles okay an der Arbeitsfront? Ehrlich gesagt, nein. Ich fühle mich in letzter Zeit von Deadlines und langen Arbeitszeiten überfordert. Oh nein, das klingt nicht gut. Willst du darüber reden? Das würde ich wirklich schätzen. Ich habe Mühe, eine gesunde Work-Life-Balance zu finden. Ich verstehe. Was war die größte Herausforderung für dich? Die schiere Menge an Aufgaben und der ständige Leistungsdruck. Es hört nie auf. Ich kann mir vorstellen, dass das anstrengend ist. Haben Sie versucht, einen Teil der Arbeit zu priorisieren oder zu delegieren? Ich habe es versucht, aber mein Chef häuft immer mehr Verantwortung auf. Das ist hart. Hattest du ein offenes Gespräch mit deinem Manager darüber? Noch nicht, ich habe gezögert, es anzusprechen. Ich möchte nicht als unfähig rüberkommen. Ich verstehe die Sorge, aber Ihr Wohlbefinden sollte an erster Stelle stehen. Haben Sie darüber nachgedacht, für mehr Flexibilität zu verhandeln? Das ist ein gutes Argument. Ich könnte vorschlagen, ein paar Tage die Woche von zu Hause aus zu arbeiten oder meinen Zeitplan anzupassen. Exakt.
Ein wenig Flexibilität kann viel zu einer gesünderen Work-Life-Balance beitragen. Du hast recht. Ich denke, ich muss diese Diskussion bald mit meinem Manager führen. Ich bin sicher, Sie wären empfänglich, wenn Sie es konstruktiv angehen würden. Ihre Produktivität wird sich wahrscheinlich auch verbessern. Das hoffe ich. Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich einige Änderungen vornehmen muss, bevor ich ausbrenne. Auf jeden Fall. Scheuen Sie sich nicht, für sich selbst einzutreten. Ihre Gesundheit und Ihr Glück sollten an erster Stelle stehen. Weißt du, du hast absolut recht. Ich werde diese Woche ein Treffen mit meinem Chef vereinbaren. Hervorragend. Ich freue mich, dass ich eine neue Perspektive bieten konnte. Lass mich wissen, wie es läuft, ja? Absolut, ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, zuzuhören und Ratschläge zu geben. Es hilft wirklich. Jederzeit, Anna. Ich bin für Sie da, falls Sie in Zukunft wieder einen Soundboard benötigen. Lektion 3. Betrunken und ungeordnet. Hey Anna, hast du gehört, was letzte Nacht mit Tom passiert ist? Er war völlig betrunken und sorgte für eine Szene an der Bar. Oh nein, das ist nicht gut. Was genau ist passiert? Nun, soweit ich gehört habe, trank Tom einen zu viel und fing an zu schreien und herumzustolpern. Der Barkeeper musste ihm den Weg unterbrechen und ein Taxi rufen, um ihn nach Hause zu bringen. Pfui, das ist so peinlich. Zu viel trinken kann Menschen wirklich dazu bringen, sich wirklich unangemessen zu verhalten. Auf jeden Fall. Alkohol beeinträchtigt Ihr Urteilsvermögen und Ihre Koordination. Wenn Sie betrunken sind, neigen Sie dazu, die Kontrolle zu verlieren und Dinge zu tun, die Sie normalerweise nüchtern nicht tun würden. Exakt. Und der Kater am nächsten Tag ist das Schlimmste. Ich wette, Tom fühlt sich heute Morgen ziemlich schrecklich. Oh ja, er hat wahrscheinlich starke Kopfschmerzen und ihm ist übel. Übermäßiger Alkoholkonsum kann auch zu anderen Problemen führen, zum Beispiel zu Kämpfen oder Autofahren unter Alkoholeinfluss. Pfui, das ist so wahr. Trunkenheit am Steuer ist eine der größten Gefahren, wenn man zu viel trinkt. Dadurch besteht für betrunkene und unschuldige Menschen die Gefahr, bei einem Unfall schwer verletzt oder sogar getötet zu werden. Absolut. Es ist es einfach nicht wert. Tom hat Glück, dass er sich oder jemand anderem gestern Abend nicht verletzt hat. Es ist so wichtig, verantwortungsbewusst zu trinken und seine Grenzen zu kennen. Auf jeden Fall. Mäßigung ist der Schlüssel, wenn es um Alkohol geht. Es ist in Ordnung, ein paar Drinks zu trinken, aber wenn Sie es übertreiben, kann dies zu allen möglichen Problemen führen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, Tom hat seine Lektion gelernt und wird in Zukunft vorsichtiger mit seinem Trinken umgehen. Lektion 4. Ein beschwipster Tango. Hey Anna, hast du von der Party gestern Abend gehört? Offenbar wurde einer der Gäste ein bisschen zu lustig und drehte am Ende eine Szene. Oh wirklich? Was ist passiert? Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Nun, soweit ich gehört habe, tranken sie ein paar Drinks zu viel und fingen an, herumzustolpern und ihre Worte zu verunglimpfen. Es war ein richtiges Durcheinander. Oh oh, das ist nie ein gutes Zeichen. Zu viel trinken kann zu ziemlich peinlichem Verhalten führen. Absolut. Ich erinnere mich an dieses eine Mal, als mein Freund Tom auf einer Hochzeit einen zu viel hatte und am Ende über die Tanzfläche stolperte. Alle waren am Bösen. Huch,
das muss für ihn demütigend gewesen sein. Alkohol kann dein Urteilsvermögen und deine motorischen Fähigkeiten wirklich beeinträchtigen. Erzähl mir davon. Ich hatte im Laufe der Jahre eine Menge beschwipster Pannen. Einmal habe ich auf einer Party versehentlich ein ganzes Tablett mit Getränken umgeworfen. Sprechen Sie über eine verzwickte Situation. Oh nein, ich kann mir das Chaos nur vorstellen, das darauf folgte. Den ganzen verschütteten Alkohol aufzuräumen, muss ein Albtraum gewesen sein. War es. Und das Schlimmste war, dass ich mich am nächsten Tag nicht einmal an das meiste erinnern konnte. Beim Trinken ohnmächtig zu werden, ist nie ein guter Zeitpunkt. Ich wette. Deshalb ist es so wichtig, deine Grenzen zu kennen und verantwortungsbewusst zu trinken. Mäßigung ist der Schlüssel, wenn es um Alkohol geht. Absolut. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Heutzutage achte ich viel mehr darauf, wie viel ich konsumiere. Ich muss die Kontrolle behalten, weißt du? Auf jeden Fall. Es geht darum, dieses Gleichgewicht zu finden und zu wissen, wann man Feierabend machen muss. Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen. Auf jeden Fall. Wie dem auch sei, genug von meinen Eskapaden im betrunkenen Zustand. Was hast du in letzter Zeit gemacht? Lektion 5. Lunchtime-Delicht. Guten Morgen, Anna. Hast du dich entschieden, was du heute zu Mittag essen wirst? Hallo, John. Ich versuche eigentlich immer noch, das herauszufinden. Ich bin hin und her gerissen zwischen einem Salat oder einem Sandwich. Ah, das uralte Dilemma. Nun, vielleicht habe ich einen Vorschlag für dich. Oh, wirklich? Was hast du im Sinn? Hast du die Sandwich-Spezialität im Café auf der Straße probiert? Ich habe gehört, es ist absolut köstlich. Oh, nein, habe ich nicht. Was ist drin? Nun, soweit ich weiß, gibt es frisches Gemüse, wie knackigen Salat und saftige Tomaten, zusammen mit einer Mischung aus herzhaftem Fleisch und einer verlockenden Sauce. Das klingt ziemlich appetitlich. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Richtig. Und das Beste daran ist, dass sie hochwertige Zutaten aus der Region verwenden. Es ist ein wahrer Genuss für die Geschmacksknospen. Genau darauf habe ich Lust. Ich glaube, ich probiere es mal aus. Eine hervorragende Wahl. Ich bin sicher, du wirst es lieben. Lassen Sie mich wissen, was Sie denken, nachdem Sie die Gelegenheit hatten, es auszuprobieren. Werde ich tun. Danke für die Empfehlung, John. Ich bin sicher, es wird genau das Richtige sein. Jederzeit. Genießen Sie Ihr Mittagessen und lassen Sie mich wissen, ob Sie jemals zusammen etwas essen möchten. Klingt nach einem Plan. Das behalte ich im Hinterkopf. Fantastisch. Wir sehen uns später, Anna. Lektion 6. Gespräch über das Verlangen nach Pasta. Hallo, Anna. Hast du eine Ahnung, was du heute Abend zum Abendessen haben willst? Weißt du, ich habe in letzter Zeit Lust auf Pasta. Wie klingt das für dich? Pasta, hm? Das ist eine tolle Idee. Ich habe definitiv Lust auf etwas Kohlenhydratreiches und Leckeres. Fantastisch. Hast du eine bestimmte Nudelsorte im Sinn oder wolltest du sie offen lassen? Lass mich nachdenken.
Wie wäre es mit einer schönen, herzhaften Bolognese oder Marinara-Sauce? Etwas, das wirklich ins Schwarze trifft, weißt du? Oh, das klingt unglaublich. Ich könnte mich definitiv für eine reichhaltige, würzige Sauce entscheiden. Richtig. Und vielleicht könnten wir sogar etwas frisches Basilikum oder Parmesan darüber geben, um es noch besser zu machen. Ja, bitte. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur daran denke. Haha, ich auch. Sollen wir einen Plan schmieden, um heute Abend zusammen leckere Pasta zuzubereiten? Definitiv. Ich werde hungrig, wenn ich nur darüber rede. Sagen wir, gegen 7 Uhr? Klingt perfekt. Ich hole die Zutaten auf dem Heimweg von der Arbeit ab. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten. Das wird so ein köstliches Abendessen. Einverstanden. Das wird eine richtige Pasta-Party. Haha, ich liebe es. In Ordnung, wir sehen uns später, John. Kann es kaum erwarten. Ebenso, Anna. Das wird großartig. Lektion 7. Die Geheimnisse des Sandburgenbaus. Hey, Anna. Hast du schon einmal versucht, eine Sandburg zu bauen? Oh, absolut. Ich liebe es, Zeit am Strand zu verbringen und komplizierte Sandstrukturen zu kreieren. Das gleiche hier. Es ist einfach so befriedigend, den Sand zu tollen Designs zu formen. Vollkommen. Aber weißt du, der Schlüssel, damit diese Burgen zusammenbleiben, liegt in der Technik. Wirklich? Was ist das Geheimnis? Nun, der Trick besteht darin, beim Bauen Wasser in den Sand zu geben. Das hilft, dass es besser zusammenhält. Ah, ich verstehe. Es geht also nicht nur darum, den Sand aufzuschütten, sondern ihn tatsächlich zu befeuchten, oder? Genau. Der nasse Sand ist viel geschmeidiger und robuster als normaler, trockener Sand. Das macht sehr viel Sinn. Das muss ich berücksichtigen, wenn ich das nächste Mal am Strand bin. Auf jeden Fall. Es ist ein totaler Wendepunkt. Deine Sandburgen werden viel beeindruckender sein. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Irgendwelche anderen Tipps für den Bau der ultimativen Sandburg? Naja, es ist auch sehr wichtig, den Sand unterwegs fest einzupacken. Ich hab's. Kompakter, nasser Sand, so geht das. Absolut. Oh, und vergiss nicht, auch einige dekorative Elemente hinzuzufügen, wie Muscheln oder Seetang. Oh, gute Entscheidung. Das wird die Burgen wirklich aufs nächste Level heben. Genau. Je kreativer du werden kannst, desto besser. Ich fühle mich schon inspiriert. Sieht aus, als ob ich in meiner Zukunft ernsthaft eine Sandburg bauen muss. Haha, hier ist es genauso. Das wird so viel Spaß machen. Ich kann es kaum erwarten. Okay, machen wir das. Zeit, unsere Fähigkeiten im Sandformen auf die Probe zu stellen. Lektion 8. Wiederverbindung mit der Natur. Hey Anna, es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal draußen war. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich weiß,
Oder? Es ist zu lange her, dass wir einige Zeit in der Natur verbracht haben. Auf jeden Fall. Wo wolltest du hingehen? Ich bin offen für Vorschläge. Nun, ich dachte, eine schöne Wanderung im nahegelegenen Wald wäre perfekt. Oh, ich liebe Wandern. Die frische Luft und die malerische Aussicht sind so erfrischend. Genau. Und wir könnten sogar ein Picknick einpacken, um es unterwegs zu genießen. Das klingt herrlich. Ich werde schon hungrig, wenn ich nur daran denke. Haha, ich auch. Wir müssen sicherstellen, dass wir viele leckere und nahrhafte Snacks einpacken. Klingt gut für mich. Was für Dinge hattest du für das Picknick im Sinn? Vielleicht etwas frisches Obst, vielleicht etwas Trailmix und natürlich ein paar hausgemachte Sandwiches. Jum, das klingt alles fantastisch. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich mir das nur vorstelle. Das gleiche hier. Und denken Sie nur an all die schönen Sehenswürdigkeiten, die wir auf der Wanderung sehen werden. Exakt. Es wird der perfekte Weg sein, um sich wieder mit der Natur zu verbinden und neue Energie zu tanken. Absolut. Ich habe das Gefühl, viel zu lange drinnen eingesperrt gewesen zu sein. Ich kenne das Gefühl. Das ist genau das, was wir beide gerade brauchen. Auf jeden Fall. Also, wann möchtest du dieses kleine Outdoor-Abenteuer erleben? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Ich habe Zeit und ich bin mir sicher, dass das Wetter herrlich sein wird. Perfekt. Ich notiere es in meinem Kalender. Das wird so viel Spaß machen. Ich kann es kaum erwarten. Ich bereite schon mental meine Wanderschuhe und meinen Rucksack vor. Haha, hier ist es genauso. Das wird ein toller Tag in der Natur. Darauf kannst du wetten. In Ordnung, machen wir das. Ich freue mich darauf, mit dir auf die Trails zu gehen. Lektion 9. Tipps zum Zeitmanagement. Guten Morgen, Anna. Neulich habe ich mit meiner Mutter geschattet und sie meinte, der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Oh, das Gefühl kenne ich nur zu gut. Es scheint, als gäbe es immer eine unendliche To-Do-Liste. Exakt. Sie erzählte mir, wie sie manchmal unsere Kleidung bügelt, wenn sie es brauchen, nur um ein bisschen Zeit zu sparen. Interessant. Das ist ein kluger Tipp. Ich suche immer nach Möglichkeiten, meine Zeit effizienter zu nutzen. Ich auch. Haben Sie andere Zeitmanagement-Strategien, die Sie hilfreich finden? Nun, eine Sache, die für mich wegweisend war, ist die Zubereitung von Mahlzeiten an den Wochenenden. Ah ja, das ist so eine kluge Idee. Es muss Ihnen an geschäftigen Wochentagen eine Menge Zeit sparen. Auf jeden Fall. Und es stellt sicher, dass ich gesunde, hausgemachte Mahlzeiten esse, anstatt mich auf Fastfood zu beeilen. Das ist ein gutes Argument. Die Zubereitung von Mahlzeiten ist wahrscheinlich eine der besten Möglichkeiten, Zeit zu sparen und besser zu essen. Absolut. Eine andere Sache, die mir geholfen hat, ist der Versuch, ähnliche Aufgaben zusammenzustellen. Oh, das ist gut. So wie alle Besorgungen auf einer Reise zu erledigen, anstatt mehrere Reisen zu machen. Genau.
Es ist erstaunlich, wie viel Zeit Sie sparen können, wenn Sie Ihre Aufgaben auf diese Weise konsolidieren. Das muss ich mal versuchen. Irgendwelche anderen Tipps, die du für wirksam befunden hast? Eine weitere Sache, die wirklich hilfreich war, ist manchmal zu lernen, Nein zu sagen. Ah ja, Grenzen setzen und sich nicht zu sehr verpflichten. Das ist so wichtig. Auf jeden Fall. Es geht darum, bewusst mit Ihrer Zeit und Energie umzugehen. Absolut. Das sind alles so großartige Strategien. Ich werde einige davon umsetzen müssen. Ich bin mir sicher, dass Sie einen großen Unterschied machen werden. Zeitmanagement kann eine echte Herausforderung sein, aber diese Tipps können wirklich helfen. Ganz gewiss. Danke, dass du all diese tollen Einblicke geteilt hast, Anna. Ich fühle mich inspiriert, mich besser zu organisieren. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie sich noch andere zeitsparende Tricks einfallen lassen. Das werde ich tun. Ich freue mich darauf, diese in die Praxis umzusetzen und einige der fehlenden Stunden zurückzugewinnen. Lektion 10. Die Freuden des Reisens. Hey, Anna. Ich habe gehört, du bist gerade von einer Reise nach Rom zurückgekommen. Wie war's? Es war absolut unglaublich. Definitiv eine der besten Reisen, die ich je gemacht habe. Oh wirklich? Was hat es so unglaublich gemacht? Ich wollte schon immer Rom besuchen. Zunächst einmal fühlte sich die Erkundung der antiken Ruinen wie eine Zeitreise in die Vergangenheit an. Wow, das muss so cool gewesen sein. Ich kann mir nur vorstellen, wie beeindruckend das wäre. Das war es wirklich. Das Kolosseum, das Forum Romanum, das Pantheon einfach atemberaubend. Ich wette. Und hatten Sie die Gelegenheit, andere Sehenswürdigkeiten oder Stätten zu besuchen? Absolut. Wir gingen in den Vatikan und sahen uns die Sixtinische Kapelle an. Umwerfend. Ah, die Sixtinische Kapelle. Das steht definitiv auf meiner Bucketlist. Das Kunstwerk muss umwerfend sein. Du hast keine Ahnung. Die Fresken an der Decke sind einfach unbeschreiblich. Ich kann es kaum erwarten, es eines Tages selbst zu sehen. Was hat dir an der Reise noch gefallen? Das Essen war natürlich unglaublich. Wir hatten die authentischste italienische Küche. Uff, ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Authentisches italienisches Essen ist das Beste. Auf jeden Fall. Wir haben uns Pizza, Pasta, Eis gegönnt, was auch immer, wir haben es probiert. Klingt nach dem perfekten Urlaub. Ich wette, du bist völlig verjüngt zurückgekommen. Absolut. Es war die perfekte Balance zwischen Geschichte, Kultur und purem Genuss. Das ist unglaublich. Ich bin so froh, dass du so eine unglaubliche Zeit hattest. Da möchte ich so schnell wie möglich eine Reise nach Rom buchen. Du solltest es auf jeden Fall tun. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Empfehlungen benötigen. Ich würde mich freuen, meine Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen. Das werde ich tun. Danke für die Inspiration, Anna. Jetzt freue ich mich noch mehr darauf, eines Tages Rom zu besuchen. Ich bin sicher, du wirst es genauso lieben wie ich. Es ist eine so lebendige und faszinierende Stadt.
Ich kann es kaum erwarten. In Ordnung, ich fange an, meinen eigenen Urlaub in Rom zu planen. Ciao fürs Erste. Lektion 11. Die Freuden der Fortbewegung. Hey, Anna. Ich habe gehört, du hattest auf deiner letzten Reise ein ziemliches Abenteuer, dich in Rom fortzubewegen. Das hast du richtig verstanden. Das Navigieren im öffentlichen Verkehrssystem war eine ziemliche Herausforderung. Oh wirklich? Was war der Deal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Ich dachte, es wäre ziemlich einfach. Nun, sagen wir einfach, die Busse und die U-Bahn waren durchweg überfüllt. Am Ende habe ich meistens Taxis benutzt. Ah, ich verstehe. Taxis zu benutzen muss etwas teurer gewesen sein, aber wahrscheinlich komfortabler. Auf jeden Fall. Die Taxis waren ein Lebensretter, auch wenn sie etwas mehr kosteten. Die Menschenmassen waren einfach verrückt. Wow, das ist gut zu wissen. Daran muss ich denken, wenn ich es irgendwann nach Rom schaffe. Absolut. Planen Sie auf jeden Fall ein, die Taxis zu nutzen, besonders wenn Sie versuchen, sich effizient fortzubewegen. Ich hab's. Und waren die Taxifahrer wenigstens hilfreich, um sie an ihre Ziele zu bringen? Zum größten Teil ja. Sie waren normalerweise ziemlich gut informiert über die besten Routen. Das ist gut zu hören. Ich kann mir vorstellen, dass es leicht ist, sich zu verirren oder am falschen Ort zu landen. Auf jeden Fall. Die Taxifahrer waren ein Geschenk des Himmels, als sie uns beim Navigieren durch die verwinkelten Gassen halfen. Ich wette, Rom muss ein Irrgarten sein, um sich fortzubewegen, besonders für Erstbesucher. Absolut. Aber die Taxis machten es so viel einfacher, alle wichtigen Sehenswürdigkeiten zu erreichen, die wir sehen wollten. Fantastisch. Tja, deinen Taxitipp werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn ich irgendwann mein eigenes römisches Abenteuer plane. Hört sich gut an. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Reisehacks für Rom benötigen. Ich teile gerne mit, was ich gelernt habe. Das werde ich tun. Danke für die Vorwarnung, Anna. Das ist sehr hilfreich, wenn ich mit der Planung meiner Reise beginne. Natürlich. Gern gebe ich meine Erkenntnisse weiter. Rom ist so eine unglaubliche Stadt, aber der Transport kann schwierig sein. Gut zu wissen. Gut, ich mache mich auf den Weg, um weitere Reisetipps für Rom zu recherchieren. Wir sehen uns später. Lektion 12. Die wechselnden Geschmäcker der Menschheit. Wo, Anna, hast du von den neuesten Forschungen zu alten Diäten gehört? Nein, was hast du gehört? Ich bin immer fasziniert, wie sich die Essgewohnheiten der Menschen entwickelt haben. Offenbar hatten die Menschen in der Vergangenheit viel weniger Zugang zu Dingen wie Gemüse und Grünzeug. Interessant. Ich frage mich, wie sie es geschafft haben, ohne all diese nährstoffreichen Lebensmittel gesund zu bleiben. Nun, soweit ich weiß, waren viele traditionelle Diäten reich an Fleisch und Getreide. Ich verstehe. Damals war die Auswahl an Lebensmitteln also viel eingeschränkter als heute. Exakt. Lebensmittel wie Kartoffeln, Tomaten und Blattgemüse waren nicht so weit verbreitet. Wow, das ist verrückt, darüber nachzudenken.
Ich kann mir eine Diät ohne all diese Grundnahrungsmittel nicht vorstellen. Richtig. Es lässt Sie erkennen, wie sehr sich unser Speisenangebot im Laufe der Zeit erweitert hat. Auf jeden Fall. Ich frage mich, was die Inuit zum Beispiel vor der Neuzeit gegessen hätten. Guter Punkt. Ich glaube, Sie haben sich in Ihrer traditionellen Ernährung stark auf Meeresfrüchte und Wild verlassen. Ah ja, das macht Sinn angesichts ihres nördlichen Klimas. Wahrscheinlich wachsen dort oben nicht viele Produkte. Absolut. Ihre Ernährung war wahrscheinlich aus der Not heraus sehr eiweißreich. Faszinierend, wie Menschen ihre Essgewohnheiten an ihre Umgebung angepasst haben. Vollkommen. Es ist erstaunlich, wie sehr sich unsere Esskultur weiterentwickelt hat, als neue Zutaten verfügbar wurden. Ich stimme zu. Es ist cool, darüber nachzudenken, wie sich unser Gaumen und unsere Ernährungsbedürfnisse im Laufe der Jahrhunderte verändert haben. Ganz gewiss. Ich freue mich, dass wir heutzutage Zugang zu einer so vielfältigen Auswahl an Lebensmitteln haben. Ich auch. Es macht Spaß, all die verschiedenen kulinarischen Traditionen aus der ganzen Welt zu erkunden. Auf jeden Fall. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken, wenn es um globale Küchen geht. Absolut. Ich könnte den ganzen Tag über die Geschichte des Essens sprechen. Es ist so ein faszinierendes Thema. Zweifellos. Es gibt immer mehr zu lernen, wenn man in die Entwicklung der menschlichen Ernährung eintaucht. Lektion 13. Die Freuden des Zugreisens. Guten Morgen, Anna. Hast du jemals darüber nachgedacht, den Zug zu nehmen, anstatt zu fahren? Weißt du, ich glaube nicht, dass ich das getan habe. Normalerweise steige ich einfach ins Auto, wenn ich irgendwo hin muss. Nun, lass mich dir sagen, Zugreisen können so eine Freude sein. Die Landschaft entfaltet sich langsam vor ihren Augen. Das klingt ziemlich friedlich. Ich hetze ständig herum, vielleicht könnte ich ein langsameres Tempo gebrauchen. Genau. Und Sie müssen sich keine Gedanken über den Verkehr oder die Wegbeschreibungen machen. Der Zug bringt dich einfach dorthin. Das stimmt, es wäre schön, sich zurückzulehnen und zu entspannen, ohne den Stress des Autofahrens. Absolut. Und im Zug lernst du auch alle möglichen interessanten Leute kennen. Oh, das klingt wunderbar. Ich mag es, wenn Leute zuschauen und ungezwungene Gespräche führen. Ja, es ist eine Gelegenheit, wirklich mit ihren Mitreisenden in Kontakt zu treten, wenn auch nur für kurze Zeit. Du hast definitiv mein Interesse geweckt, John. Vielleicht muss ich das nächste Mal den Zug ausprobieren. Ich denke, du wirst es lieben. Das sanfte Schaukeln der Autos, das Klickern der Gleise, das ist so beruhigend. Du lässt es fast meditativ klingen. Eine schöne Pause von unserem normalerweise schnelllebigen Leben. Genau. Es ist der perfekte Weg, um neue Energie zu tanken und erfrischt an ihrem Ziel anzukommen. Dann betrachte mich als überzeugt. Ich muss mir die Zugfahrpläne für meine nächste Reise ansehen. Wunderbar. Ich bin sicher, Sie werden ein herrliches Erlebnis haben. Lehnen Sie sich einfach zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie die Fahrt. Ich kann es kaum erwarten.
Das wird eine willkommene Abwechslung sein. Danke für die Empfehlung, John. Es war mir eine Freude. Ich freue mich, dass ich dich inspirieren konnte, etwas Neues auszuprobieren. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich. Lektion 14. Die Fitnessfanatiker. Guten Morgen, Anna. Warst du im neuen Fitnessstudio in der Innenstadt? Ich habe gehört, dass sie ziemlich beeindruckende Geräte haben. Oh nein, ich habe es noch nicht überprüft. Über welche Art von Ausrüstung sprechen wir? Sie haben die neuesten Trainingsgeräte, Laufbänder, Heimtrainer, Crosstrainer, alles, was Sie brauchen. Wow, das klingt nach einem großartigen Ort für ein Ganzkörpertraining. Ich muss es mir bald ansehen. Auf jeden Fall wäre es der perfekte Ort, um Ihre Routine zu vermischen und neue Übungen auszuprobieren. Absolut. Abwechslung ist der Schlüssel, wenn es um Fitness geht. Lässt deinen Körper raten, weißt du? Vollkommen. Außerdem ist es immer motivierend, Zugang zu den neuesten und besten Trainingsgeräten zu haben. Einverstanden. Ich wette, das neue Fitnessstudio hat auch eine wirklich schöne, moderne Atmosphäre. Macht das Training wahrscheinlich angenehmer. Ganz gewiss. Soweit ich gehört habe, ist das Hotel super elegant und gut gestaltet. Das ist großartig. Manchmal kann die Atmosphäre eines Fitnessstudios den Unterschied ausmachen. Auf jeden Fall. Es hilft dir, dich tatsächlich auf dein Training zu freuen, anstatt es zu fürchten. Exakt. Mir geht es darum, Wege zu finden, damit sich Fitness weniger wie eine lästige Pflicht, sondern eher wie ein Vergnügen anfühlt. Ja, das ist der Schlüssel. Du musst es zu etwas machen, das dir wirklich Spaß macht, und nicht nur aushalten. Absolut. Und mit all diesen coolen neuen Maschinen, ich wette, du könntest die Dinge wirklich auf den Kopf stellen. Ganz gewiss. Ich freue mich darauf, die Kletterwand auszuprobieren, die sie auch haben. Fügt ein lustiges Element hinzu. Oh, eine Kletterwand? Das klingt nach einem Knaller. Das würde ich gerne ausprobieren. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, auf einzigartige und ansprechende Weise an der Kraft des Oberkörpers zu arbeiten. Auf jeden Fall. Ich bin dabei. Lass uns bald einen Ausflug ins neue Fitnessstudio planen. Ich könnte eine neue Fitness-Herausforderung gebrauchen. Klingt gut für mich. Ich bin mir sicher, dass wir beide mit dem Gefühl, aufgepumpt und erfolgreich zu sein, von dort weggehen werden. Absolut. Das ist genau die Art von Dingen, die ich brauche, um motiviert und voller Energie zu bleiben. Ich höre dich. Es wird eine großartige Bereicherung für die Nachbarschaft sein, das ist sicher. Ich kann es kaum erwarten. Danke für die Empfehlung, John. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Ich freue mich, die Neuigkeiten zu teilen. Genieß dein Training, wenn du es da drüben schaffst. Lektion 15. Die Heimfitness-Enthusiasten. Hey Anna, hast du in letzter Zeit Krafttraining gemacht? Du weißt es. Ich habe mein Hanteltraining zu Hause geliebt. Das ist großartig. Auf welche Art von Übungen hast du dich konzentriert? Nun, ich habe mich wirklich für Oberkörperkram interessiert. Bizeps-Curls, Schulterpressen, solche Sachen. Toll,
Die eignen sich hervorragend für Muskelaufbau und Definition. Machst du auch Ganzkörpertraining? Auf jeden Fall versuche ich es zu vermischen. Kniebeugen, Ausfallschritte, Kreuzheben, die ganzen 9 Meter. Klug. Ich muss alle wichtigen Muskelgruppen trainieren, um eine ausgewogene Routine zu bekommen. Exakt. Ich finde, das ist der beste Weg, um ausgewogene Ergebnisse zu erzielen und meinen Körper im Ungewissen zu lassen. Vollkommen. Außerdem ist es so praktisch, zu Hause zu trainieren, oder? Kein Pendeln ins Fitnessstudio. Absolut. Ich kann einfach etwas Musik einschalten und danach suchen, wann immer ich Zeit habe. Das ist das Beste. Keine Ausreden, wenn Ihr Fitnessstudio nur ein paar Schritte entfernt ist. Auf jeden Fall. Und ich finde es toll, dass ich mein Training genau auf das zuschneiden kann, worauf ich Lust habe. Guter Punkt. Die Flexibilität ist entscheidend, wenn Sie zu Hause trainieren. Vollkommen. Ich habe auch ein paar Heat-Sessions eingemischt. Die sind umwerfend. Oh nett, hochintensives Intervalltraining ist eine großartige Möglichkeit, Kalorien zu verbrennen. Ganz gewiss. Nach diesen Trainingseinheiten fühle ich mich so energiegeladen. Das erhöht wirklich meine Herzfrequenz. Ich wette, Sie müssen mit dieser Art von Therapie einige großartige Ergebnisse erzielen. Mit Sicherheit fühle ich mich rundum stärker und straffer. Es war großartig. Das ist großartig. Ich freue mich für dich. Vielleicht muss ich ein paar deiner Trainingstipps für zu Hause stehlen. Bitte TUS. Ich teile es immer gerne. Ich muss ein gutes Fitnessstudio zu Hause lieben. Absolut. Danke für die Inspiration, Anna. Ich freue mich darauf, die Dinge durcheinander zu bringen. Lektion 16. Die Schlafoptimierer. Guten Morgen, Anna. Haben Sie irgendwelche Vorteile für Ihren Schlaf bemerkt, seit Sie mit Ihrem regelmäßigen Training begonnen haben? Weißt du, das habe ich. Ich habe das Gefühl, dass ich heutzutage viel besser schlafe. Das ist großartig. Ich habe gehört, dass Bewegung wirklich zur Verbesserung der Schlafqualität beitragen kann. Auf jeden Fall. Ich finde, dass ich schneller einschlafen und besser schlafen kann. Das muss so nett sein. Ich habe manchmal mit Schlafstörungen zu kämpfen, also bin ich eifersüchtig. Oh, es tut mir leid, das zu hören. Hast du versucht, mehr Bewegung in deinen Tag zu integrieren? Das habe ich, aber es ist schwierig, konsequent zu bleiben. Irgendwelche Tipps, wie man es sich zur Gewohnheit machen kann? Ganz gewiss. Ich finde, dass es wichtig ist, es wie bei jeder anderen wichtigen Aufgabe einzuplanen. Das macht Sinn. Behandle es eher wie einen Termin als wie einen nachträglichen Einfall. Exakt. Und wenn Sie eine Aktivität finden, die Ihnen wirklich Spaß macht, können Sie sich leichter daran halten. Guter Punkt. Ich neige dazu, mich vor meinen Trainingseinheiten zu fürchten, also hilft das wahrscheinlich nicht. Ja, je unterhaltsamer du es gestalten kannst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du weitermachst. Ich muss experimentieren und sehen, was mich begeistert. Vielleicht ein bisschen tanzen? Oh ja, Tanzworkouts machen so viel Spaß. Oder einfach nur Musik auflegen und sich bewegen.
Mir gefällt die Idee. Alles, um den Körper in Bewegung zu bringen, ohne sich wie eine lästige Pflicht anzufühlen. Vollkommen. Und die Schlafvorteile sind nur das Sahnehäubchen. Es ist rundum gut für dich. Dem kann ich nicht widersprechen. In Ordnung, du hast mich dazu inspiriert, kreativer mit meiner Fitness umzugehen. Ich freue mich so. Lass es mich wissen, wenn du etwas findest, das wirklich klickt. Das werde ich tun. Danke für den tollen Rat, Anna. Genießen Sie Ihren nächsten erholsamen Schlaf. Lektion 17. Den Deal besiegeln. In Ordnung, Anna, ich glaube, wir haben alle Details geklärt. Hervorragend, ich bin bereit, diese Vereinbarung abzuschließen, wann immer Sie es sind. Großartig. Lassen Sie uns die wichtigsten Punkte noch einmal durchgehen, um sicherzustellen, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Hört sich gut an. Zunächst haben wir uns auf den Zeitplan für die Lieferung der ersten Charge geeinigt, richtig? Ja, das ist richtig. Wir streben eine Bearbeitungszeit von 4 Wochen ab dem Zeitpunkt der Bestellung an. Wunderbar. Und die Preisstruktur, auf die wir uns geeinigt haben, funktioniert das immer noch für Ihr Team? Absolut. Die Kosten pro Einheit passen perfekt zu unserem Budget. Da gibt es keine Probleme. Perfekt. Und wir haben auch die Garantie- und Supportbedingungen abgedeckt, oder? Ja, die einjährige Garantie und die monatlichen Wartungschecks sind abgeschlossen. Fantastisch. Ich glaube, das deckt dann alles ab. Sollen wir weitermachen und das unterzeichnen? Ja, machen wir das. Ich freue mich darauf, diese Partnerschaft offiziell in Gang zu bringen. Wunderbar. Ich freue mich darauf, mit der Zusammenarbeit zu beginnen. Das wird ein großartiges Projekt. Daran habe ich keinen Zweifel. In Ordnung, lassen Sie mich den Vertrag holen und wir können ihn offiziell machen. Klingt gut, ich bin bereit, wenn du es bist. Das wird der Beginn von etwas Großem sein. Ich stimme zu, ich denke, dies ist der Beginn einer sehr fruchtbaren Beziehung. Absolut. Prost auf die Besiegelung des Deals, John. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ebenso, Anna. Das wird der Beginn von etwas Besonderem sein, das spüre ich. Lektion 18. Die Wunder von New York City. Hallo, Anna. Warst du schon einmal in New York City? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit, aber ich wollte schon immer mal hin. Nun, lass mich dir sagen, es ist ein absolut fantastischer Ort. Die Energie, die Vielfalt, die endlosen Möglichkeiten. Wow, das klingt unglaublich. Was gefällt dir an der Stadt am meisten? Oh, wo fange ich überhaupt an? Die Food-Szene ist nicht von dieser Welt. Sie können Küchen aus allen Teilen der Welt finden. Das Wasser läuft köstlich. Ich liebe es, auf Reisen neue und einzigartige Gerichte zu probieren. Und die Architektur ist einfach atemberaubend. Die hoch aufragenden Wolkenkratzer, die historischen Sandsteinhäuser, die ikonischen Wahrzeichen. Ich kann mir vorstellen, durch die Straßen zu gehen und meinen Hals zu recken, um alles zu genießen. Genau. Und das kulturelle Angebot ist wirklich beispiellos. Erstklassige Museen,
hochmodernes Theater, Live-Musik überall. Es klingt wie ein Kulturparadies. Ich würde gerne in alles eintauchen, was die Stadt zu bieten hat. Absolut. Und Leute zu beobachten ist eine endlose Quelle der Unterhaltung. Eine so lebendige, vielfältige Bevölkerung. Ich wette, Sie könnten Stunden damit verbringen, das Auf und Ab der Stadt zu beobachten. Auf jeden Fall. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken, egal wie oft Sie uns besuchen. Ich bin so aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Wann kann ich meine Reise nach New York buchen? Jederzeit, mein Freund. Die Stadt ist immer voller Leben und wartet darauf, erkundet zu werden. Dann betrachte mich als überzeugt. New York, ich komme. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Abenteuer dort zu erfahren. Du wirst eine unvergessliche Zeit haben, ich weiß es einfach. Ich bin mir sicher, dass ich das tun werde. Danke, dass du deine Liebe zur Stadt teilst, John. Du hast mein Fernweh wirklich geschürt. Es war mir eine Freude. Ich freue mich, dass ich Sie inspirieren konnte, den Zauber New Yorks selbst zu erleben.